Guten Morgen aus dem Wunderland. Ich grüße euch. Heute ist es mal wieder soweit. Wir bauen einen Kamerazug. Wir haben neue Kameras gekriegt und diese Kameras wollen wir in einen Zug einbauen. Das haben wir schon mal gemacht. Das wäre dieser Zug hier. Das Problem bei diesem Zug ist, der war einfach zu hoch. Der ist nicht überall durchgekommen. Von der Länge ging das eigentlich, aber von der Höhe ging das nicht. Ich würde mit dieser Geschichte erstmal anfangen, dass ich diese Kameras nehme, mir in 3D komplett nachzeichne und dann kann ich gucken, ob die auch in meiner Konstruktion vom ersten Zug reinpassen würden, ob ich beide Kameras in einen Waggon rein tun könnte. Manchmal geht das nicht, weil der Waggon vielleicht zu lang wird, dann geht er nicht mehr über die Kurven. Wenn die Kamera das nicht sein sollte, dann haben wir noch eine kleinere Kamera, die passt 3-mal oder 4-mal da rein. Ihr könnt mir gerne mal über die Schulter schauen und dann könnt ihr mal sehen, wie ich so ein Projekt anfange. So, ich habe die Kamera jetzt gezeichnet und hier sehen wir, hier haben wir den Waggon. Ich mache das alles mal ein bisschen näher ran. Und die Kamera habe ich einfach nur die Außenhaut gezeichnet, weil ich wissen will, wegen den Größen, ob das alles reinpasst. Hier kann ich schon sehen, wenn ich die jetzt auf den Waggon positioniere, dass die hier viel zu hoch ist. Also die würde nicht passen. Aber ich habe gesehen, dieses rote Teil ist ein Akku und das Akku können wir natürlich abmachen. Hier haben wir die Kontakte und hier haben wir die Kontakte. Für uns ist es kein Problem. Wir haben hier Elektroniker im Hause und der kann uns da eine Kabelverbindung machen. Und dann würden wir die Kamera einfach so positionieren. Dann haben wir eine Höhe von 15 mm weniger und dann wäre das, glaube ich, auch machbar. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und da könnt ihr mir noch mal über die Schulter gucken. So, ich habe natürlich jetzt die Kamera wieder umgezeichnet und jetzt könnt ihr nämlich sehen, wenn ich den hier positioniere, dass er ziemlich weit runterkommt und ich würde sagen, mit der Lösung kommen wir gut zurecht. So wie wir gesehen haben, funktioniert das natürlich, aber ich habe noch eine andere Kamera, das ist hier die Insta360-Grad-Kamera. Das ist natürlich noch besser, wenn wir die einbauen würden, dann könnten wir alles sehen. So, ich habe jetzt die Kamera gezeichnet und auch gleich hier reinkopiert in meiner 3D-Zeichnung. Die seht ihr hier, einmal die Kamera, bisschen detaillierter, ne? Und hier habe ich die Kamera einmal schon mit Akku getrennt, also einmal die Kamera und das Akku nebeneinander. Jetzt würde ich die hier auf dem Waggon platzieren. So. Wir sehen natürlich, dass der Waggon trotzdem länger sein muss, aber wir haben extrem viel Platz, wenn ihr hier einmal hier reinguckt. In diese Grafik, dann sieht man hier, dass da noch ganz viel Luft ist. Und ich würde sagen, so können wir vorgehen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Elektroniker, der die Kabel hier anlötet, damit wir den Akku mal nebeneinander tun können und dann geht's weiter. Ursprünglich wollte ich hier ein Verbindungskabel herstellen zwischen der Kamera und dem Akku, weil wir die beide nicht zusammen unterbekommen in den entsprechenden Gehäuse von dem Zug. Leider muss ich feststellen, dass wir diese Stecker nicht zu kaufen kriegen. Daher haben wir jetzt das abgeändert und zwar werden wir ganz einfach über den USB-C-Stecker, der sich hier drin befindet, einfach die Kamera direkt mit Spannung versorgen. Da habe ich mir jetzt ein entsprechendes Kabel besorgt. Das ist aber leider viel zu steif, um zwischen zwei Waggons eine Verbindung herzustellen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal die Isolierung wegschneiden und den Schirm, weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Spannungsversorgung, dafür ist das andere überflüssig.
So, ich habe jetzt auch noch zusätzlich die beiden Datenleitungen rausgeschnitten, weil die brauchen wir nicht. Dadurch wird das Ganze auch ein bisschen flexibler. Ich werde jetzt mal testen, ob das Ganze funktioniert. Dazu werde ich das mal in das USB-Netzteil reinstecken und schauen, ob sich die Kamera starten lässt. Und sie funktioniert. Sehr gut. So, die Halter für die Kamera sind fertig. Einmal für die 360-Grad-Kamera und für das Akku-Pack. Das Kabel von Sascha ist auch schon dabei. Das kann ich jetzt einfach anschließen. Würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und jetzt werden wir das mal auf der Anlage ausprobieren. Also die Kamerafahrten waren super. Die Frontkamera hat super gute Ergebnisse geleistet. Jetzt kommen wir zu der 360-Grad-Kamera. Da muss ich noch was zu erklären. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Auge ist 180 Grad, das andere nochmal 180 Grad. Insgesamt sind das dann 360 Grad. Und wenn man die beiden Filmaufnahmen zusammentut, das macht das Programm selber, dann sieht man oben so Kanten, die vielleicht unsauber sind. Und wir gehen ja in den Makrobereich und da sieht man natürlich auch manchmal Unschärfe drin. Da müssen wir gucken, ob wir damit zufrieden sind, so wie es rauskommt. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen bearbeiten. Aber sonst sind wir super zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt ist noch die Frage, wollen wir den Kamerazug so lassen oder bauen wir dann ein Gehäuse dazu? Das ist jetzt eine Frage, die ich euch stelle. Wollen wir ein Gehäuse bauen? Dann mache ich das. Wenn ihr sagt, ach, das sieht doch so ganz cool aus, dann lassen wir das so. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Aufnahmen. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!